Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Aktuell schauen wir uns ja in so einer kleinen Videoreihe die TD3 ein bisschen näher an und darum soll es auch heute gehen. Heute werden wir tatsächlich ein einfaches Pattern einprogrammieren. Damit wir das machen können, muss als allererstes hier dieser Drehwahlschalter auf der ganz unteren Position stehen, nämlich auf Write Pattern. Ist ja genau das, was wir letzten Endes auch machen wollen. Als nächstes muss ich mir den Speicherplatz aussuchen, auf dem ich das speichern will. Wir haben 4 verschiedene Pattern Groups, die jeweils 16 Speicherplätze beinhalten. Ich bin jetzt auf Pattern Group 3. Ich habe jetzt hier die ersten 8 auf Pattern Section A. Gehe ich auf Pattern Section B, habe ich weitere 8. Bleiben wir mal auf B. Hier ist jetzt ein total kreatives Pattern gespeichert. Das muss ich löschen, bevor ich ein neues eingeben kann. Das heißt, überlegt euch, auf welchen Speicherplatz ihr das machen wollt, denn das darauf befindliche Pattern wird dann unwiederbringlich gelöscht. Das macht man, indem man Clear drückt und dann einfach den entsprechenden Speicherplatz anwählt. Und siehe da, ist es weg. Standardmäßig hat die TD3 16 Steps. Das ist auch so voreingestellt, kann man ändern. Wollen wir jetzt an der Stelle aber ja nicht, denn wir erinnern uns, wir wollen die Techno-Asset-Version von Hänschen klein machen und haben schon festgestellt, dass wir dafür alle 16 Steps brauchen. Nachdem wir das alles eingestellt haben, gehen wir jetzt daran, die Tonhöhe zu programmieren im Pitch-Mode. Durch einen Tastendruck wechsle ich in den Pitch-Mode. Und jetzt kann ich hier über diese Klaviatur tatsächlich einfach meine Noten eingeben. So, gehe ich jetzt zurück in den Normal Mode und drücke Play, passiert gar nichts. Warum nicht? Ich hatte ja gesagt, die Besonderheit bei diesem Sequencer ist, dass man Tonhöhen und Tonlängen separat voneinander eingibt. Ich gebe also erst alle Tonhöhen ein und dann alle Tonlängen. Da wir noch keine Tonlänge eingegeben haben, hören wir auch nichts. Diese geben wir im Time-Mode ein. Das heißt, wir wechseln jetzt hier auf den Time-Mode. Diese 3 Tasten sind dabei jetzt wichtig. Das ist einmal eine Sechzehntelnote, eine angebundene Sechzehntelnote, also die hat vorne so einen kleinen Bogen dran, und eine Sechzehntelpause. Eine Sechzehntel bedeutet letzten Endes ein Step. Drücke ich also auf die Taste einmal drauf, auf die vorderste hier mit der Sechzehntelnote, hat die erste Note eine Sechzehntellänge. Drücke ich ein zweites Mal drauf, wechselt er im Prinzip auch schon auf die zweite Note. Drücke ich jetzt ein drittes Mal, bin ich bei der dritten Note. Die ersten beiden Noten haben jeweils nur einen Step Länge. Wenn ich jetzt mehr haben möchte, also 2, 3, 4 Steps Tonlänge, mache ich das über die Taste dahinter. Dieser Bindebogen, nennt man den auch, wird in Notation genutzt, um darzustellen, dass der Ton quasi nicht nochmal angeschlagen wird, sondern um den entsprechenden Notenwert verlängert wird. So viel hier mal zu diesem kleinen Piktogramm. Drücke ich jetzt also hier drauf, habe ich die angewählte Note, die Sechzehntel, um eine weitere Sechzehntel verlängert. Jetzt hätte es also 2 Steps, 3 Steps, 4 Steps. So, gehen wir auf die nächste Note. 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein. Pausen sind ein nächstes Ding. Wenn ich also eine Pause einfügen möchte, drücke ich einfach hier drauf und da bei Pausen nichts angeschlagen werden muss, gibt es auch nur einen Pausenknopf. Das heißt, soll die Pause doppelt so lang sein,
drücke ich zweimal drauf. Wenn ich 4 Steps Pause haben will, drücke ich halt 4-mal drauf. Hat jetzt an der Stelle nicht geklappt. Ich konnte nur 3-mal drauf drücken. Dann ist er automatisch vom Time Mode in den Normal Mode zurückgesprungen. Warum? Weil die 16 Steps voll sind. Also sobald die Steps ausgeschöpft sind, springt der Sequencer automatisch zurück in den Normal Mode. Und jetzt können wir, wenn wir auf Play drücken, die Sequenz auch hören. Hat jetzt mit Hänschen klein zugegeben relativ wenig zu tun, weil der Rhythmus nicht passt. Den können wir ändern. Das schauen wir uns allerdings dann nächste Woche an in einer weiteren Folge, sonst wird es an der Stelle jetzt ein bisschen zu lang. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonnieren, liken, Glocke drücken natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, also nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.